Heute besuche ich die Frankenwaldbahn, das Nadelöhr auf der alten Fernverbindung zwischen Berlin und München. Mein Ausgangspunkt ist der Bahnhof Bressig-Rodenkirchen in Oberfranken. Auf beiden Rampen wird auf jeweils 12 Kilometern ein Höhenunterschied von 250 Metern überwunden, bei einer durchschnittlichen Neigung von 25 Promille. Dieser talwärts fahrende Kesselwagenzug hat die Rampen gerade verlassen. Ich fahre nun bergwärts, mit einem kurzen Zwischenstopp unter der Brücke, in Höhe der Ausfahrsignale des Bahnhofs Bressig-Rodenkirchen. Unzählige Male habe ich hier auf das Ansetzen der Schiebelok gewartet. Bei Sonnenschein, bei Schmuddelwetter und im Schnee. Bergwärts fahrende Güterzüge benötigen zur Bewältigung der Steigung Schiebehilfe. In der Regel wird ungekuppelt nachgeschoben. Die Geschwindigkeit ist bei diesem Verfahren auf 60 km/h beschränkt. Anfangs verlaufen Bundesstraße und Bahnstrecke parallel nebeneinander her. Kurz vor dem Bahnhof Pförtschendorf trennen sich die Trassen. Vom Führerstand aus ist es besser zu beobachten. Bei herbstlich bunten Wäldern ist die Landschaft rechts und links der Strecke besonders reizvoll. Laub auf den Schienen, das die Maschine bergwärts zum Trampeln bringt und talwärts beim Bremsen zur Schlittenfahrt werden kann, ist allerdings für den Lokführer ein Albtraum. Im Bahnhof Steinbach am Wald ist der Scheitelpunkt erreicht. Hier trennt sich die Schiebelok vom Zug. Über die Brücke verläuft übrigens der Rennsteig. Nun geht es im ständigen Gefälle abwärts in Richtung Saaletal. Markantestes Bauwerk an der Strecke ist der Trogenbach-Viadukt, der hoch über den Dächern von Ludwigsstadt ein Seitental überbrückt. Bis zur Fertigstellung der Neubaustrecke über Erfurt im Jahre 2017 lief der gesamte ICE-Verkehr von Berlin nach München auf der Frankenwaldbahn.
Talwärts sind mehrere Geschwindigkeitsprüfabschnitte installiert, die schon bei geringer Überschreitung der zulässigen 70 km/h eine Zwangsbremsung auslösen. Von der nun wieder parallel verlaufenden Bundesstraße lässt sich die Bahnstrecke gut einsehen. Die Villa Falkenstein steht genau in der Mitte zwischen München und Berlin. Kurz darauf wird die ehemalige innerdeutsche Grenze passiert. Die gleiche Szenerie jetzt nochmals aus Sicht des Lokführers und dazu blende ich zurück in den Winter. Wenig später wird der Bahnhof Probstzella durchfahren. Hier endet die Rampenstrecke. Bergwärts fahrenden Güterzügen wird hier wie in Pressig-Rotenkirchen am Zugschluss eine Schiebehilfe beigestellt. Für mich ist es höchste Zeit, um mir einen neuen Aufnahmestandort zu suchen. Der gleiche Kesselwagenzug wie vorhin in Probstzella, jetzt mit Schiebelok. Zum Abschluss eine Wettfahrt zwischen Güterzug und Motorrad. Meine Moto Guzzi hat natürlich gewonnen. So, das war's.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.